So Freunde, guten Morgen hier aus Frankfurt, ein neuer Tag bricht an und wo sind wir gelandet? MMA Spirit Frankfurt hier am Start und jetzt dürft ihr dreimal raten, wen wir heute treffen hier und mit wem wir heute durch den Tag gehen, wer uns einen Einblick gewährt. Ist glaube ich auch gerade in Vorbereitung, deswegen passt ganz gut und ich tue heute ein bisschen neue Wasser erkunden, deswegen nicht viel schnacken, lasst mal reingehen und dann werdet ihr sehen, was abgeht hier. Wie ist mein Fight-Outfit? Ich denke, von 0 bis 10 trifft es eher die 0, Alter. Aber wir sind am Start, schnell umgezogen, intra vorbereitet. Ich weiß zwar nicht, ob ich dazu kommen werde, aber wenn ich kotzen muss, dann weiß ich auf jeden Fall, EAAs sind am Start. mTOR EAAs in Peach Maracuja haben schon den ein oder anderen Arsch gerettet. Deswegen, so sieht's aus. Schauen wir rüber. Freunde, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr Subs abchecken wollt, könnt ihr das mit Polacco bei ESN tun. In diesem Sinne, Abfahrt. Wen haben wir schon wieder da, Freunde? Sascha Huber liegt am Boden, völlig verblutet. Nee, Spaß beiseite, aber alle sind hier schon fleißig am Arbeiten. So gefällt mir das auf jeden Fall. Bodenkampf, in den Bodenkampf gehe ich immer meistens nur mit Alice hier. Ist halt auch am Start, was geht. Gibt es halt ein paar Hiebe auch von dir oder gibt es halt ein paar Hiebe gegenüber mir? Lass mal lernen, ich war ja schon im Kickboxen. Siehst du, du musst Ich bin blutiger Anfänger, Freunde. und du immer verlierst bei uns im Bodenkämpfen. Bei den Bodenkämpfen, Freunde, wisst ihr Bescheid auf jeden Fall. Wir warten mal und gucken mal, was hier gleich abgeht. Servus, servus. Was geht? Was steht alles gut? Alles gut, Mann. Habt ihr schon Saft getrunken heute? Ja, heute Morgen habe ich Saft getrunken. Aber ich habe ihm leider keinen mitgebracht. Ihr habt's jetzt. Oh ja, das ist kein Witz, Mann. Ey, geh mal her, Mann. Der du gestern. Das ist schlimmer als das Wort von mir. 2,5 Stunden gestern Beine trainiert, 12 Stunden später jetzt das. Und ohne Spaß jetzt, Bro. Wir haben jetzt trainiert. Die Kniescheibe im Video rausgesprungen, richtig knacksen gehört und wieder reingesprungen. Also die Muskulatur war einfach Das wahrscheinlich bedarf's, würde ich sagen, oder? Ich glaube, dass die Muskulatur wirklich zu schwach war, um das zu halten von gestern noch vom Training. Und ja, so muss das sein. War alles Training. Jetzt willst nur noch du einmal für Beintraining. Du hast auch schon hinter dir. Jemand will wieder. Wann krieg ich endlich Termin? Ich warte schon Monate. Ja, ich warte Monate auf mein nächstes Beintraining. Und es passiert Aber du nichts. bist fleißig selber, Ja. ich sehe es auch. Ja, ich hier. muss Also immer der Gas Kollege, geben. Ich sag mal so, viel Es wächst Spaß. auch ein bisschen. Schau mal, es wächst. Nicht so wie bei dir, aber es wächst bei mir auch. Das ist ein bisschen. das ist die Träne. Aber trotzdem, ein Kick davon ist es so. Nein, ist echt so. Also ich wünsche dir echt pass auf, Mann, wirklich. Es geht schneller als man denkt. Gehe auf Cardio heute mäßig. Ja, also kommt man hier rein, dem einen ist die Kniescheibe rausgesprungen, der Aber andere hat blaue Flecken. no Aber fucking excuses, Freunde. Scheiß drauf. Viel Spaß was jetzt beim Training. Pass auf die auf, wirklich. Alter. Ich wünsche dir das wirklich. ich bin ja komplette Jungfrau hier, was so Kampfsport. Ich finde es immer übel geil und finde ich so die krasseste Sportart meiner Geil, Meinung nach. bewegungstechnisch. Weil du hast Technik dabei, klar, man kann sagen, Bodybuilding ist so ein Lifestyle, aber wenn man es auf dem Level macht wie du, für ihn ist es ja auch ein Lifestyle, der geht nicht einmal zum Training, geht danach einen Döner-Teller essen, sondern auch die Ernährung passt da voll und ganz. Ja, Das muss ist natürlich alles stimmen. Profi-Level so, klar. Bei den Amateuren sieht es oft anders aus, aber ist Ja. auch im Bodybuilding genauso. Aber wenn man es auf einem High-Professional-Level macht, dann ist es der Motherfucker-Sport, weil du machst auch noch das Psychische durch, mit Vorbereitung, mit Entwässern, mit in den Ring gehen und da halt dann einem Gegner gegenübertreten. So, wir machen das zwar auch und das ist auch anstrengend, aber bei dir ist halt dann nochmal Adrenalin auf dem anderen Klar, Level. Logo. Aber du weißt ja, wie krass Kampfsport auch Bodybuilder beeinflusst hat, wenn du zum Beispiel Flex Wheeler anschaust, was er für ein krasser Athlet war. Übel. Diese Bewegungen und diese Flexibilität, diese Ja, koordinativen Fähigkeiten So haben geil. ihn bestimmt auch mitgeprägt nochmal. Und ich denke, dass es 100%. für jeden ein Mehrwert ist, es wenigstens im Hobbybereich zu machen. Deswegen um mache seine ich auch Motorik sowas zu schulen. gerne, Das ist geil. einfach um das kennenzulernen, zu sehen. Ich weiß, dass meine Community schreiben wird, was machst du für eine Scheiße? Keine Sorge, Freunde, ich habe das bedacht, dass ich in Vorbereitung bin. Ich werde hier keinen riskanten Scheiß machen mit Kniescheibe raus und so. Also in der Offseason wird mir der Kandidat mal mit 80%iger Stärke einen Low-Kick verpassen. Das wollte ich immer schon mal kassieren, weil danach ist 3 Wochen finito. Das ist geisteskrank, also die Stärke dürft ihr da nicht unterschätzen, was mit guter Technik und so in Verbindung steht. Aber heute wird auf jeden Fall, ich denke mal, sowas, ein bisschen Ausdauer ficken, ein bisschen Gas geben, schwitzen, sowas Ja, geil. wäre auf jeden Fall cool. Aber Eine gute gucken wir mal. Cardio-Session. Geil. Ja, definitiv. Ich bin werden wir gespannt. das machen. Muss mal ein bisschen Warm-up wie in der Kreisliga. Der hat nichts verstanden, gell? Doch, du machst gerade das, was der erklärt hat. Du versuchst den
in diesen Dinggriff zu machen und dann rüber zu drehen. Ja, bei mir. Ja. Greif rum. Genau. Bleib auf den Beinen. Du musst um ihn rumlaufen. So, um ihn rumlaufen. Ja. Dann jetzt dein Bein rein. Jetzt dein Bein rein. Dann nur dein Bein rein. Ja, kannst du auch hinlegen wie auf dem Strand. Geht auch. Es ist halt technisch geisteskrank. Ich sag dir ehrlich, ich habe ihm auch schon gesagt, diese Ruhe, was der da dabei hat. Ruhig bleiben. Ja, das habe ich schon gesagt, das ist krass bei dir. Aber du hast so, Alter, wenn du im Kampf bist und so ruhig krank. Jetzt drehst du dich, versuchst ein bisschen mehr hoch zu rutschen und gehst an seinen Hals. Geh an seinen Hals und dreh dich auf die, genau. Ja. Das Bein hier oben rein. Gut, da sind halt Muskeln. Ja. Aber so ist okay. Ich schaue auch viele MMA an eigentlich. Und selber, wenn ich das zock, daheim auf der Konsole, machen wir immer ohne Grappling. Regel Nummer 1, aber ansonsten ist es halt so spannend, weil es so viele kranke Griffe gibt, wo du dann einfach innerhalb 1-2 Sekunden das Match beenden kannst. Guck nur eine Sache, du darfst dich nicht verletzen. Ja, safe. Nicht übertreiben, Safe, alles Alter. easy, 50%. Gott sei Dank habe ich mir Christian ausgesucht, weil der ist auch nicht einer, der sein Ego jetzt beweisen muss, sondern wir sind ja professionell unterwegs. Vielleicht sieht mein Auge nur danach so aus wie das Ding hier. Wir fangen einfach ganz easy an. Du versuchst einfach was zu machen. Digga, krank, Alter. Wie eine Schlange bist du, heftig. Nicht So krass. Weil man kann die Kraft auch nicht steuern, weißt du? Du wahrscheinlich nicht. Das ist über die Jahre, ne? Ja. Versuch meine Beine aufzumachen. Ja, wo fängst du mal an? Immer die Beine, Beine oder? aufmachen, ja. Aber nicht nach hinten greifen. Aber dann gibst du eine. Nee, dann geh ich hier. Ach krass. Weißt du? Ja. Versuch die Beine runterzudrücken. Hände an die Hüfte. Ellbogen rein. Genau. Aufzumachen. Nicht übergreifen, nie übergreifen. Ja. Immer hier bleiben. Das war mein Fehler gerade. Ja. Jetzt versuchst du hier rüber zu steigen. Jawohl. Genau. Hüfte tief, immer tief. Jawohl, genau. Jawohl. Jetzt Arbeit weiter. Von die Seite zu kommen, ja? Bein rausziehen. Genau. Schöne Arbeit. Versuch auf den Rücken zu kommen. Genau. Sehr gut. Jawohl. Jetzt mal an. Kannst du K.O. hauen auf der Wade. Ich kann noch reden dabei, Alter. Ich sehe aus wie ein sterbender Schwan. Rüber. Okay. Jetzt wird du. Ja. Okay. Oh, Digga. Einfach hätte er mir Fuß gebrochen. So krank, Alter. Ja, cool. Krank. Ich dachte so, okay, jetzt habe ich den oben. Fängt der unten an. Ey, so krank, ohne Scheiß. Willst du mal runter? So krass. Kopf ruhig. Ja. Wenn du auf dem Rücken bist. Das ist schwieriger, gell? Ja, manche Oder gibt so eine, gibt es, die von dass du unten dich gerne kämpfen. verarschst. So. Ja. Du sagst, so geht nicht und da bist du stärker. Krank. Krank. Boah. Digga. Alles gut? Übel. Krass. Was? Aber eins muss man Ein sagen, Blitzer. wenn du einen drin hast, schon Ja, dann unangenehm. ist halt der Hebelkraft, aber Ja. das war's schon. Ich bin dritte Runde oder so. Alter, es fühlt sich an wie eine Stunde Cardio.
geht's richtig los. Nee, Digga. Shirt muss ich noch anziehen. Jetzt nach links, geh nach links. Jawohl, genau. Sehr gut. Bleib oben. Zieh zu. Was meinst du, ne? Ja, total, Alter. Hammer. Krasse Technik. Was sagst du dazu? Aber es hat krass geholfen, deine Technik. Du musst, das ist ein Spiel. Geht's da nicht, probierst du da. Ja, Mann. Und immer so weiter. Drückst du. Aber nie den Kopf wegnehmen und einen Arm. Ja. Immer nach oben. Genau. Wenn du ja. Das ist was anderes, ne? Big Beast, Digga, schon 2000 Kalorien verbrannt. Meine Unterarme sind so zu. Ich sag's euch. Komplett geisteskrank. Wenn ich Spiegel sehe, dann pose ich automatisch. Die Jungs, wenn die Spiegel sehen, juckt's die gar nicht. Auch geil. Wie ist dein Trainingsplan aufgebaut gerade? Montag 2 Einheiten. Striking morgens, nachmittags Ring. Dienstags morgens Ring und abends Boden. Mittwoch Sparring. Ja. So Kampfsimulation Ja. halt, ne? Und manchmal dazu noch eine Einheit locker abends so bisschen Einfach so sagt der locker noch genau. mal eine Einheit. Nee, aber Geil. so regenerativ. Wichtig. Donnerstag ja heute dann Grappling, Ja. Bratze und Freitag Einheit, so mehr Stretchen, bisschen explosive Sachen. Und Samstag ist dann so der Haupttag. Geil. 5x5 Minuten den Kampf simulieren. So, ne? Krass. Ja. Du bist jetzt schon gut gefickt auf jeden Fall. Ja, ich Wie ist das gewichttechnisch gerade eigentlich? Gut, ich bin Ich hab schon- dich, also du bist mir eingefallen, als ich dachte. Ja. Ich erkenne das immer direkt bei ihm am Gesicht so, weiß ich, was Sache ist und es sieht echt positiv aus. Das ist positiv. Für euch vielleicht negativ, Ja. weil ihr denkt, Alter, sieht aus wie ein Zombie langsam, aber für mich Du weißt dann, was los ist. Ne? das zeigt dann, okay, der leidet. Also ist diesmal einfacher mit Gewicht. Ja. Letztes Mal war ja schon dann nochmal, Na, was heißt Ende einfach? hin. Die letztes Mal haben wir 82 Kilo gekämpft, jetzt kämpfen wir 77, okay, das Turnier. Und du weißt, Training mit Diät und so weiter, wird hart. das Ja. ist halt schon anstrengend für den Körper. hart. Und so, ne? Das habe ich auch gesagt, Alter. Größten Respekt, man dann noch die Diät so zu halten. Gut, bei und dir ist diese ja nicht vielen anders, ne? Einheiten. Ja, aber ich habe so diese eine Cardio, eine Krafteinheit am Tag. Und du hast halt das immer Cardio dabei. Ja, immer. Das ist Und die eigentlich immer. Energie, die geht halt immer schneller flöten. Immer, ja. Aber ja, Was willst du machen? Ist so. hat gute Leute hier. Ja, und starke Leute. Ja, ne? Mann. Wichtig. Yalla, gib Gas. Eine schnelle Runde. Sollte nicht allzu lang brauchen. Immer große Worte, das ist das Wichtigste. Jawohl, genau so. Jawohl. Ja. Pass auf deinen Arm auf. Bring deinen Kopf in die Mitte. Versuch deinen Kopf in die Mitte zu bringen. Jawohl. Langsam. Verteidige die Hand. Verteidige die Hand. Den Choke, genau. Die ziehst du runter. Nicht auf den Hals. Andere Hand. Genau. Wechsel. Immer im Wechsel. Das hat er nicht. Okay. Weg. Komm. Letzte Aktion. Schlag. Das am Ende war zu einfach. Hey, alles dicht. Aber es ist was anderes, ganz anderes. Krank. Wie lange ich nicht mehr so einen Unterarmpump hatte. Ja, das ist die Schwelle. Ja, Mann. Die ganze Sauerstoff ist hier drin. Krass. Alter. 1,5 Stunden, ich bin durch. Kurva. Ja, Mann, beste Cardio. Wir haben es geschafft für heute. 1,5 Stunden sind schon durch. Jetzt erst was zu saufen. Dann gucken wir,
was in Christians Tag danach abgeht. Schöner Einstieg in den Morgen. MMA-Training, Urs 1, MMA 0. Freunde, was geht ab? Wir sind hier nach dem Training an der nächsten Station. Und zwar im Frankfurter Bahnhofsviertel, Freunde. Und Christian führt uns jetzt hier ein bisschen rum. Denn der kennt sich hier am besten aus. Und was wir machen, schauen wir gleich. Ein Tag durch das Leben von Christian Eckerlin. So sieht's aus hier. Hier wurde abends die Sau rausgelassen hier. 100%. Private Show. Private Show. So sieht's Alles aus. da. Alles am Start. Schöner Laden hier. Wir suchen noch Plätze. Ja, ich kann den Breakdance machen auf der Bühne. Ja? Flickflack. Ja. Das passt schon. Wie viel zahlst du mir? Zahlen wir ist nicht schlecht. Ja, ist Zahlen ist schlecht. Aber geil, Alter. Wie schafft man das, Profisportler zu sein und dann halt so Nachtbetrieb zu haben? Das ist ja... Gut, wir haben ja auch noch Leute, die das jetzt separat führen. Ja. Und natürlich auch die Familie, ne, die steht dann dahinter, wenn ich in der Vorbereitung bin. Ja, sonst ist es schwierig, aber... Ja. Sonst ist, wenn du weißt selber, wenn du nachts unterwegs Ja, bist, klar. trainieren, das geht Auch nicht. 90% der Profi-Bodybuilder sind an der Tür unterwegs. Echt, ja? Und ja, das ist ja meistens so der erste Job, den man dann irgendwie kriegt, wenn man Muskeln hat oder was, So ist es, kämpfen genau, kann oder so. Kämpfen ist dasselbe. Ich war mit Dasselbe. 21 an der Tür. Ja, Christian braucht noch einen Haarschnitt, der muss immer fresh aussehen. Bei mir geht's noch klar, aber mal vorbei, was da abgeht. Wie hast du angefangen mit Kampfsport eigentlich? Das interessiert mich auch mal. Also ich habe ja früher Fußball gespielt. Ja, dritte das Liga. weiß ich noch. Genau. Ja, so recht hoch sogar. Ja. Und dann bin ich immer so separat zum Boxen gegangen. Ah, okay, ausgleichmäßig. Immer so Ausgleich. Geil. Und der Trainer hat dann halt gesagt, hey, komm, wäre doch geil, wenn du mal einen Kampf machst. Habe ich gar nicht dran gedacht. Und dann ist einfach so 1 an 1 übergegangen, weißt du? Schon haben wir einen Profi am Start. Ja. Also geil. Ja, sag ich mal, das Schnellding davon. Ja, witzig, wie man immer so reinrutscht. Ja, irgendwie. schon krass, ne? Voll viele auch durch Fußball, immer Kraftsport und so. Ne? Ja. Ich meine, der Typ hat auch einen stabilen Body. Ich habe immer gesagt, jetzt im Bodybuilding-Training, auch wenn Pump drin ist, könnte man auch mal auf die Bühne stellen. Jetzt hat er sich schon zugehackt, aber Das ist so ein krass. Problem aber, ne? Klar. Problem nicht, aber kannst du mir sagen, was man will, wenn man einen Körper anschaut und da viele Tattoos sind, dann das kennst ist ja du nicht so. die Details, Ne? weißt du. Ja. Das ist so das Ding, aber ansonsten Allrounder hier am Start. Ja, soll man auch schneiden. Schatzi, gibt's da was zu schneiden? Frag mal den Meister hier, ob was... Hallo. Kannst du machen, ja? So schnell sitzt noch mein Friseur und lässt sich die Seiten machen, Alter. Jetzt gibt's Frankfurter Haarschnitt hier. Christian am anderen Ende, der muss Abstand halten. Nicht, dass der gleichen Schnitt macht wie ich, aber der gibt schon Gas da hinten. Wenn ihr euch fragt, wie ich die Frisur mache, dann kommt jetzt die Auflösung. Immer Seiten auf 0, Übergang Mittel bis High Fade. Dann auf der einen Seite Strich oben rein, oben ein bisschen Spitzen schneiden, dann könnt ihr das so nach hinten legen und dann für die Maximum Aesthetic nochmal mit der Klinge nach, Bart auf 0 und Augenbrauen auch ein bisschen sauber machen und dann, Freunde, seid ihr ready auf jeden Fall. Ist das Training in der Vorbereitung anstrengender für dich? Also merkst du einen krassen Unterschied? Ja, man muss so sagen, wenn die Diät dazu kommt, dann ist es natürlich nicht doppelt so schwer, aber es ist schwerer auf jeden Fall. Ne? Du hast dann nicht so die Power, den Elan, so dann zum Training zu gehen, weil du müde bist. Aber ich mache es jetzt schon, glaube ich, im 15. Jahr. Und von daher, ich kenne es nicht anders. Deswegen macht es mir jetzt nicht so viel aus jetzt. Du trainierst auf was hin und willst natürlich immer jede Vorbereitung besser werden. Und von daher musst du ja dann einen draufsetzen. Und du darfst eins nicht vergessen, die Jungs, die mit uns trainieren, die werden immer jünger. Ich werde immer älter und da musst du dann schon eine Schippe drauflegen, dass du da noch, ich sag mal, eine gute Performance ablieferst. Ob es im Fußball war oder jetzt beim MMA oder im Beruflichen. Ich wollte immer besser sein wie die anderen. Und von daher, ja, der Erfolg spricht dann für sich. Ne? Ich glaube dasselbe wie Christian auch so, wie der Tag wird, wie der Wettkampf an sich wird und ob man sich verbessert vor allem auch. Ich meine, bei mir ist es optisch dann definitiv zu sehen, ob ich mich verbessere. Aber mehr als alles geben kann man nicht.
Dementsprechend fangen wir erstmal hier beim Bar an. Fazit zu dem Laden, absolut geisteskrank. Das hat schon Chef gesagt, hier nicht goldene Schere, sondern goldene Hand hier. Also wenn ihr Frankfurt seid, erste Anlaufstelle für einen guten Schnitt hier. Wie heißt du, Bruder? Eksham hier am Start. Kann ich auf jeden Fall empfehlen hier. Und dementsprechend sieht es jetzt so bei uns aus. Christian kriegt hier noch hier die Haare gewaschen, dann gestylt und dann sind wir ready. Und dann gucken wir, was der Tag noch bringt, oder? So, Freunde, wir sind hier fertig, frisch geleckt und 10 Jahre jünger, hat der Kollege gesagt. Aber der will nur, dass wir wiederkommen. Aber wie gesagt, checkt den Laden hier ab. Goldene Schere, auf jeden Fall eine Empfehlung hier. Und ja. Nicht vergessen, Pro Platinum. Ja, Pro Platinum für die Schlinge auf jeden Fall am Abend. Aber davor hier ready machen. Deswegen war eine coole Tour, war ein geiles Training. Ich danke dir echt für den Einblick. Wie immer gerne. Ist nicht selbstverständlich 6 Wochen vorm Wettkampf. Ich verstehe das, da ist man nicht so frisch in der Birne. Aber es war cool. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt uns beide unterstützen, auch bei ESN hier. Code Eckerlin oder Polacco, haut's in die Tasten. Und dann unterstützt ihr uns. Wir haben am selben Wochenende den Wettkampf jetzt im März. Deswegen drückt uns die Daumen. Und Vollgas. Ja, Mann, wir sind raus hier, Frankfurt. Adios, amigos. Ciao, ciao.